Hallo meine Lieben, heute geht's um diese Kiste, die hier hinter mir steht, und zwar sind es die Icon Art Stencils. Ich habe euch auf meinem Kanal schon gezeigt, wie ihr mit dem Plotter und mit Vinylfolie Stencils oder Schablonen machen könnt für Screenprinting. Die sind dann aber nicht wiederverwendbar. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr das mit Flexfolie machen könnt. Aber noch einfacher ist es mit diesem Set, eben mit dem Icon Art Stencil Set. Aber ich muss sagen, ich habe das ein bisschen ausgetestet und mir sind einige Fehler passiert. Was ich aber auch nicht schlecht finde, klingt ein bisschen komisch, ist aber so, weil dann weiß ich auch, was passieren kann und kann euch dann die Tipps weitergeben, damit das bei euch dann eben nicht passiert. Was das Ganze ist, wie das Ganze aussieht und wie das funktioniert, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Sehr wahrscheinlich habt ihr das vorher auf dem Bild nicht ganz so gut erkennen können. Es geht um dieses Set des Icon Art Custom Stencil Kit. Und was könnt ihr damit machen? Ihr könnt damit solche Schablonen machen, die ihr dann auch immer wieder verwenden könnt. Und ihr seht von dem, wie filigran ihr das machen könnt. Und das Schöne ist, die sind auf der Rückseite so, dass die an Oberflächen haften. Das heißt, ich muss das nicht zusätzlich als Wurf festkleben, sondern ich kann das quasi einfach drauf machen und dann mit der Farbe drüber. Aber mehr dazu sage ich euch gleich noch. Jetzt, was ist in diesem Set drin, wenn ihr das kauft? Es hat die Exposure Unit, das ist das Licht, mit dem ihr den Film auf der Schablone aushärtet. Da hat es auch einen schwarzen Karton dazu, das seht ihr nachher gleich. Es hat 5 Sheets von diesem blauen Film, dann auch noch ein Plastiksheet dazu zum Belichten. Dann haben wir 5 Sheets für den Inkjet Printer und auch 5 Sheets für den Laserprinter. Das heißt, ihr habt, je nachdem, was für einen Printer ihr habt, habt ihr hier die beiden Möglichkeiten. Dann hat das noch ein Clipboard dabei und ein Squeezy. Wenn ich von der Exposure Unit rede, dann rede ich von diesem Teil hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Aber ich habe hier unten ein Metallbrett, und sorry, wenn ich es euch so zeige, aber es geht halt einfach am einfachsten, weil es ein bisschen groß ist. Ihr habt hier unten dieses Metallteil, wo das Ganze drauf steht, und das Ganze bekommt ihr geliefert in quasi 4 Teilen. Das Licht, diesen Bogen hier, die Stange, wo das Ganze festgehalten wird, und eben unten diese Platte. Zusammenbauen, super einfach, wirklich. Ihr habt quasi 3 Schrauben, die ihr bekommt. Unten für diese schwarze Fläche habt ihr noch so Plastikknöpfe, die ihr bekommt, die ihr unten einfach dran kleben könnt, damit ihr eure Oberfläche, einen Tisch oder so, schützen könnt. Und dann könnt ihr ganz einfach, hier kommt eine Schraube von unten hoch und diese Stange hat 2 Gewinde, oben und unten. Das heißt, ihr könnt es hier einfach reindrehen und dann dasselbe hier oben, kommt eine Schraube von oben nach unten. Auch die könnt ihr festdrehen. Und dann ist zusätzlich noch so ein Schlüssel mit dabei, mit dem ihr das hier oben quasi festdrehen könnt. Und dann die Lichteinheit hier, die hat so einen Bogen und da ist auch ein Loch drin, wo ihr hier an dieser Stange von oben die Schraube durchmacht und unten mit einem Gewinde festmacht. Da am besten darauf achten, dass das Kabel nach hinten guckt. Und so könnt ihr das wirklich super einfach installieren. Den Film, denn ihr kriegt eben diese 5 Sheets, die drin sind. Das sind solche blauen Sheets, die sind in der Größe A4. Ich habe das hier zurechtgeschnitten, weil ihr müsst nicht unbedingt nur das A4-Sheet verwenden, sondern ihr könnt es auch kleiner schneiden, dann je nachdem, was für einen Stencil ihr haben wollt. Das Ganze ist so abgepackt, dass da wirklich kein Licht durchkommt, weil solange ihr den Stencil nicht erstellt, sollten die wirklich so aufbewahrt werden, dass da kein Licht dran
kommt. Und wenn wir uns das Ganze angucken, dann hat es hier eine raue Seite und hinten dran ist eine glänzige Seite. Das ist ganz einfach die Trägerfolie, aber der Stencil selber ist hier dieser blaue Teil, der dann eben auf der Rückseite klebend ist. Und es mag jetzt für euch aussehen, als ob das durchsichtig wäre, aber was hier ist, da wo jetzt die blaue Emulsion quasi nicht mehr ist, das Ganze ist auf einem Mesh drauf. Das heißt, ich kann hier, das bleibt hier alles wunderbar dran hängen an einem Stück und ich kann so wunderbar eben das als Stencil verwenden und muss nicht irgendwie, da laufe ich auch nicht Gefahr, dass zum Beispiel die Innenteile des A's oder der I's irgendwie rausfällt, sondern das alles hängt am Mesh dran und dieses Mesh ist extrem fein und dadurch kann ich wirklich auch mit sehr kleinen Teilen arbeiten. Vielleicht, wenn ihr das Ganze schon mal gesehen habt, habt ihr gesehen, dass es blaue gibt, solche Folien, und es gibt violette Folien. Und die sind für unterschiedliche Sachen gedacht. Das blaue, das hat ein 120er Mesh. Das violette hat ein 110er Mesh. Das blaue klebt mehr, wenn ich das auf eine Oberfläche bringe. Das violette klebt ein bisschen weniger, weil es ist für unterschiedliche Materialien gedacht. Das blaue ist gedacht für Holz, Acryl, einfach solche glatten Oberflächen, und das violette ist gedacht für Stoff. Ich selber verwende aber auch die blauen für den Stoff, aber ich nehme da zusätzlich den Screen, den Speedball Screen, wo ich das dann einfach drauf mache und so quasi das Screen Printing mache. Diese Folie, diese blaue ist und auch die violette, die sind wirklich extrem lichtempfindlich. Das heißt, ihr bereitet wirklich euren Arbeitsplatz zuerst vor und erst kurz bevor ihr mit der Belichtung anfangt, nehmt ihr das aus dieser Verpackung raus. Das ist auch der Grund, warum ich das heute quasi hier in Trockenübung zeige, weil es ist schwierig, ohne Licht zu filmen, aber mit Licht mache ich mir die Folie kaputt. Von dem her dachte ich mir, ich zeige es euch so. Vom Film her, ihr müsst das Ganze, was ihr nachher auf den Stencil draufbringen wollt, das müsst ihr einmal ausdrucken. Und dafür sind eben diese Inkjet-Printer-Film oder der Laser-Printer-Film. Je nachdem, was für einen Drucker ihr verwendet. Der Inkjet-Printer-Film, der sieht so aus, und da beim Drucken müsst ihr einfach drauf gucken, es hat so eine glänzige Seite und es hat eine milchige Seite. Und beim Drucken müsst ihr darauf achten, dass ihr auf die milchige Seite druckt. Das heißt, ihr gebt es dann einfach so in den Drucker rein, dass es wirklich auf dieser milchigen Seite druckt. Und das Motiv hier müsst ihr nicht spiegeln, wenn ihr das ausdruckt. Anders beim Laserfilm. Das ist so ein raueres Papier und das hat eine Seite, das ist fast nicht erkennbar, aber eine ist ein bisschen glatter und auf der anderen Seite ist es rauer. Und ihr müsst auf der rauen Seite drucken und bei dem müsst ihr das Ganze spiegeln. Das ist der Unterschied, da wirklich drauf achten. Inkjet-Printer müsst ihr nicht spiegeln, Laserprinter müsst ihr spiegeln. Beim Drucken darauf achten, dass ihr ein schwarzes Motiv nehmt, und ich würde auch, wenn ihr das beim Drucker einstellen könnt, darauf achten, dass ihr schwarz-weiß druckt, damit ihr wirklich ein sehr, sehr sattes Schwarz bekommt. Ich habe die Motive, die ich ausgedruckt habe, ganz einfach aus dem Silhouette Studio und habe die dann ausgedruckt von da aus und ja, hat wunderbar funktioniert. Warum braucht ihr diese Sheets? Für die Belichtung, wenn ihr da nachher mit dem Licht drauf geht, ist es so, dass ihr das da drauf legt und alles, was schwarz ist, blockt das Licht. Das heißt, da, wo das Licht geblockt wird, wo eben schwarz ist, da wird diese Emulsion, diese blaue Emulsion, die da drauf ist,
nicht ausgehärtet, sondern die bleibt, die kann man immer noch ablösen. Alles ringsherum, wo kein Schwarz ist, da wird die Emulsion mit dem Licht gehärtet. Und deshalb müsst ihr auch gucken, ich hatte hier zum Beispiel, als ich das ausgedruckt habe, hatte ich so teilweise ein bisschen Rückstände vom Drucker und so kleine schwarze Flecken, die habe ich weggeschnitten, damit ich da wirklich ein sauberes Ergebnis bekomme. Das zu den unterschiedlichen Sheets. Eins, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, die könnt ihr wiederverwenden. Das heißt, die nicht wegschmeißen, wenn irgendwann eure Schablone oder euer Stencil nicht mehr gut ist, dann könnt ihr immer noch einen neuen erstellen, indem ihr die einfach wiederverwendet. Oder wenn ihr zum Beispiel für Freunde solche Stencils macht, dann könnt ihr mehrere Stencils mit diesem Ausdruck machen. Ne? Also die sind wiederverwendbar. Jetzt, wie erstellt ihr so einen Stencil? Ihr nehmt diesen schwarzen Karton und legt es auf die Belichtungseinheit, das heißt unten auf die Platte. Dann nehmt ihr das Stencilmaterial aus der Tüte raus, aber wirklich erst, wenn ihr alles vorbereitet habt. Ihr könnt es noch zuschneiden. Wie gesagt, das hier war ein A4 und ich habe es einfach in die Hälfte geschnitten. Dann legt ihr das Material hier drauf. Ignoriert jetzt einfach, dass hier schon was belichtet wurde. Bei euch wäre das jetzt einfach komplett blau. Dann legt ihr das Motiv drauf. Bei dem hier, also es spielt eigentlich keine Rolle, mit welchem Drucker ihr es gemacht habt. Es sollte immer so sein, dass ihr es lesen könnt. Ne? Entweder beim dem, was ihr mit dem Laserdrucker macht, da habt ihr hier drauf gedruckt, da dreht ihr es um, einfach so, dass ihr das lesen könnt. Und beim anderen für den Inkjet ist es sowieso nicht gespiegelt, da legt ihr das einfach so drauf. Und dann hat es in dieser Tüte, wo der blaue Film drin ist, habt ihr auch noch so ein Plastiksheet. Und das kommt dann hier oben drauf, damit das schön flach ist. Wichtig hierbei ist, dass nirgends jetzt hier auf diesem Film zum Beispiel irgendwelche schwarze Flecken drauf sind, weil ich habe gesagt, schwarz blockt. Das heißt, wenn jetzt hier irgendein Stück, keine Ahnung, Fussel größeres drauf ist, was das Ganze abdunkeln könnte, dann habt ihr das nachher auf eurem Stencil drauf. Das heißt, hier wirklich drauf achten, dass dieses Sheet wirklich sauber ist. Dann könnt ihr das da drauflegen und es ist auch wichtig, dass das einen guten Kontakt hat. Ich werde euch nachher zeigen, warum ich euch das sage. Ich hatte nämlich ein Problem mit dem Laserdrucker und da ist mir schon einer der Fehler unterlaufen. Das heißt, hier, das muss wirklich schön flach drauf liegen. Und dann ist es so, dass ihr unterschiedliche Belichtungszeiten habt. Bei dem für den Inkjet, da sind es 35 Sekunden Belichtung und für den mit dem Laser sind es 30 Sekunden Belichtung. Was heißt das? Ihr habt keinen Ein- oder Ausschalter für das Licht, sondern es ist einfach, sobald ihr das in den Strom einsteckt, geht das Licht an. Und dann macht ihr am besten ein Handy oder ihren Wecker nebendran, wo ihr wirklich die Sekunden seht und guckt einfach drauf, dass es wirklich nur hier jetzt der Inkjet-Druck, dass das nur 35 Sekunden belichtet wird. Sobald die 35 Sekunden durch sind, Stecker wieder rausnehmen. Natürlich bei der ganzen Zeit, wo ihr das belichtet, wirklich guckt drauf, sobald ihr den Film hier aus dieser Tüte rausnehmt, sollte euer Raum abgedunkelt sein. Ich habe das bei mir zu Hause gemacht und habe da einfach wirklich geguckt, dass sämtliche Rollläden unten waren. Das heißt, ich habe noch gesehen, was ich mache, aber es war eben abgedunkelt, weil eben dieser blaue Film oder auch der violette Film lichtempfindlich ist. Wenn ihr durch seid, das heißt, die Belichtungszeit ist durch, könnt ihr das Ganze rausnehmen und dann seht ihr dem Stencil selber eigentlich noch gar nichts an. Also ihr seht nicht, ob das funktioniert hat oder nicht. Was ihr dann macht, ihr nehmt den mit der Trägerfolie hinten immer noch drauf, dann macht ihr das auf das Clipboard drauf, immer noch im abgedunkelten Raum und dann geht ihr damit zu einem Wasserhahn. Also ich habe das bei mir in der Dusche gemacht, weil es ist wichtig,
dass ihr einen festen Strahl habt und dann geht ihr da wirklich mit dem Strahl einfach so lange drüber, bis es so aussieht. Man hat am Anfang so ein bisschen das Gefühl, naja, ich sehe schon langsam das Motiv, aber es muss wirklich, die ganze Emulsion hier, die blaue, muss da weg sein, wo euer Motiv ist. Also wirklich, man muss ein bisschen Geduld haben. Das war wirklich bei mir der erste Fehler. Ich konnte den ersten konnte ich komplett wegschmeißen, weil ich mal wieder nicht geduldig genug war und gedacht habe, na, das passiert nicht, das funktioniert nicht. Und habe dann angefangen mit einem ganz feinen Schwamm da drüber zu fahren und irgendwann kam dann mehr runter, als eigentlich hätte runterkommen sollen. Von dem her macht das nicht. Wirklich einfach warmes Wasser, also nicht so, dass ihr euch verbrennt, aber es darf schon gut warm sein. Und dann mit einem festen Strahl, mit ein bisschen Distanz, einfach hin und her den ganzen Stencil quasi abspritzen. Es dauert wirklich eine Weile, wirklich Geduld haben und irgendwann merkt ihr dann, dass sich die ersten Teile anfangen zu lösen und es so weiß wird. Und dann macht ihr einfach weiter, bis komplett euer ganzer Stencil da überall das weg ist, was wegkommen muss. Das heißt, dass euer Motiv nachher wirklich frei liegt. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr das wieder irgendwo an einen Arbeitstisch nehmen. Am besten legt ihr da ein Tuch aus und dann könnt ihr mit dem Squeezy drüber fahren und so das Wasser schon mal rausdrücken. Dann legt ihr das am besten auf ein Küchentuch und tupft es mit einem Bounty, tupft ihr das ab, damit da weniger Flüssigkeit drauf ist und dann lasst ihr das trocknen. Das dauert eine Weile, ich würde so sagen ungefähr 45 Minuten. Lasst ihr das einfach irgendwo gerade liegen und trocknen. Und wenn das dann trocken ist, könnt ihr das nochmal nehmen und nochmal auf die Einheit drauflegen. Das Mal braucht ihr dieses Plastiksheet nicht, ihr könnt es einfach so drauflegen und dann belichtet ihr das nochmal für 60 Sekunden. Das heißt auch wieder einstecken, so dass das Licht angeht, auch wieder Raum abgedunkelt am besten und dann belichtet ihr das nochmal und so härtet ihr quasi das nochmal besser aus, damit der wirklich sehr oft immer wieder verwendet werden kann. Das heißt, es hat so ein bisschen eine Auswirkung auf die Langlebigkeit vom Stencil. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Was ich jeweils noch mache, ist, ich nehme hier einfach einen Edding und auf der Rückseite schreibe ich drauf Back. Damit ich jedes Mal weiß, wie dieser Schutzfilm hier drauf kommt. Weil zum Verwenden lösen wir das ja dann ab und dann weiß ich immer, wie das wieder drauf kommt. Und so habt ihr dann eigentlich schon euren fertigen Stencil. Anwenden tut ihr den so, dass ihr da ganz einfach eben diese Rückseite löst und dann könnt ihr euren Stencil auf das Element, was ihr bedrucken wollt, drauf machen. Und das Ganze ist jetzt so, dass eben da, wo diese blaue Emulsion nicht ist, die Farbe durchgeht und da, wo die blaue Emulsion ist, da geht sie nicht durch. So funktioniert quasi der Stencil. Und dann könnt ihr, wie ihr das üblicherweise macht, ihr könnt hier oben Farbe drauf machen und die Farbe runterziehen. Und wenn ihr durch seid, könnt ihr den dann ganz einfach hochheben und dann das Ganze trocknen lassen und hier den Film wieder auf dieses Brett drauf machen und das Ganze auswaschen, damit der wirklich komplett sauber ist. Und wenn ihr den dann sauber gemacht habt, dann könnt ihr den ganz einfach umdrehen. Und hier haben wir extra drauf geschrieben Back, ne? Könnt ihr das wieder drauf machen und den so aufbewahren, bis ihr den beim nächsten Mal wieder verwenden wollt. Das heißt, immer wieder verwendbar. Natürlich eben wascht den nach dem Verwenden wirklich aus, damit da wie immer bei einem Mesh nicht die Farbe plötzlich drinne trocknet. Es funktioniert ein bisschen besser jetzt gerade bei Holz, wenn ihr eine dickere Farbe nehmt, eine Kalkfarbe.
Farbfarbe ist nicht schlecht und beim Screen Printing dann die ganz normale Screen Printing Farbe. Was ich jeweils mache, wie gesagt, ich verwende gerne meinen Speedball-Rahmen, gerade auch, wenn ich Textilien bedrucke. Da mache ich es einfach so, dass ich das aufs Mesh drauflege, das mit Painter's Tape abklebe, damit der nicht verrutscht. Und dann kann ich wunderbar, wie sonst auch, hier mein Screen Printing machen. Hier empfiehlt es sich eben auch die Vorrichtung, die ich euch auch schon gezeigt habe für Screen Printing, wo ich das hochheben kann, kontrollieren kann, ob alles gedruckt hat und dann, wenn das nicht der Fall ist, ich das an der genau selben Stelle wieder runter machen kann und nochmal mit der Farbe drüber kann, bis ich wirklich eine satte Farbe habe. Das heißt, ihr könnt den so verwenden, aber auch mit der A4-Seite, wenn ihr den kleinen Speedball-Rahmen habt, ist es auch so, ihr könntet, wenn ihr A4 habt, könnt ihr das Mesh hier könnt ihr rausnehmen und dann könntet ihr das direkt hier, wenn ihr eine A4-Seite habt, ich habe es jetzt zurechtgeschnitten, aber bei einer A4-Seite habt ihr eine Überlappung und da könntet ihr den Stencil direkt da drauf machen, ohne das zusätzliche Mesh. Auch das geht. Ich habe heute kein Projekt, wo ich euch das zeige. Mir war es wichtig, dass ich euch das einfach mal zeige, wie man solche Stencils erstellt, weil bei meiner Weihnachtsserie dann Projekte dabei sind, wo ich genau diese Stencils verwende. Und jetzt wollte ich nochmal sagen, was für Fehler passieren können, damit ihr die nicht macht. Das eine habe ich gesagt, von wegen nicht ungeduldig sein und da mit dem Schwamm drüber, sondern wirklich einfach mit dem Wasser abspritzen, bis sich das Ganze löst. Also bis euer Design dann wirklich ohne die Emulsion ist. Das andere ist das mit der Lichtempfindlichkeit. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist wirklich so, wenn ihr den erstellten Stencil guckt wirklich, dass ihr das in einem abgedunkelten Raum macht und dass ihr die Folie wirklich erst dann rausnehmt, diese blaue Folie, wenn ihr bereit seid, um das zu belichten. Sonst macht es euren Stencil quasi kaputt. Flecken eben auch, dass ihr drauf guckt, dass ihr bei diesem Sheet hier keine Flecken drauf habt, nicht, dass ihr dann plötzlich im Design drinne Stellen habt, wo ihr Löcher habt. Und das andere, der Fehler, der mir passiert ist folgendes. Ihr seht hier bei dem, das war etwas, was ich gemacht hatte mit dem Inkjet-Drucker. Ich habe da auch noch ein zweites gemacht und auch das hat gut funktioniert, aber ein Design hat nicht gut funktioniert. Und zwar aufgrund von einem Problem. Ich hatte dieses Sheet hier, das sind ja auch A4-Sheets, das habe ich ausgedruckt mit dem Laserdrucker. Der Laserdrucker wird extrem warm, wenn der druckt. Das heißt, er hat mir quasi das rausgeschoben und dann hat es hinten beim Nachschieben, ich habe das sofort rausgenommen, trotzdem hatte ich hier ein Wellental. Und ich habe es versucht, über die Tischkante zu ziehen. Ich habe es nicht wieder gerade hinbekommen. Aber ich dachte mir so, naja, dieses Plastiksheet, was man da drauf macht, das reicht schon. Aber ihr seht es jetzt nicht, aber hier ist immer noch, das hebt sich immer wieder. Das heißt, das ist zu wenig schwer, um das wirklich flach runterzudrücken, wenn es so gewölbt ist wie meins. Ich habe das Ganze belichtet und dachte noch so, naja, könnte ja trotzdem funktionieren, aber als ich das dann ausgewaschen habe, sah das dann so aus. Wie zeige ich euch das am besten? Ihr seht, wo die Wölbung ist. Die Wölbung ist an dieser Stelle, von oben nach unten. Und genau da, vorne der Schriftzug ging eigentlich noch, aber hier ist alles ausgewaschen und ich konnte es dann auch nicht richtig auswaschen, hat so nicht funktioniert. Ich habe dasselbe Design nochmal gemacht und diesmal mit dem Inkjet Printer. Ohne Problem, ist flach, also respektive hier, wenn ihr da das Plastiksheet drauf macht, dann wird das wirklich super runtergedrückt. Da hatte ich dieses Problem nicht.
Und wenn wir da den Stencil vergleichen, na, so sollte er eigentlich sein. Das heißt hier, ne, diese Linien waren bei dem hier komplett ausgewaschen. Auch das Moss von Christmas hat überhaupt nicht funktioniert. Also von dem her. Oder auch hier oben die Spitzen vom Bart waren dann keine Spitzen mehr, sondern irgendwas. Also da wirklich drauf gucken, dass euch das nicht passiert mit diesem Wölben. Der Hersteller sagt eigentlich auch, dass sie empfehlen, das mit dem Inkjet-Printer zu machen. Und mit dem Ergebnis, was ich bei mir gekriegt habe, kann ich das auch wirklich bestätigen. Es funktioniert besser, wenn ihr das mit dem Inkjet-Printer macht. Aber eben, wenn ihr das nicht zur Verfügung habt, ihr könnt es auch mit dem Laserprinter machen, solange das Motiv flach ist. Na, wenn ich euch das zeige, hat das hier auch wunderbar funktioniert. Aber eben mit dem Inkjet-Printer habt ihr weniger das Risiko, dass sich das Ganze wölbt. Das war jetzt das Ganze quasi im Schnelldurchlauf. Ihr kriegt auch im Set drin, habt ihr einerseits den Setup Guide, das heißt, wie ihr die Belichtungseinheit zusammenschrauben müsst. Aber eben ist wirklich super einfach gemacht. Und das Gute ist auch, man will ja das dann nicht irgendwie rumstehen haben. Ihr könnt das dann super einfach auch wieder ablösen. Was ich jeweils mache, ich demontiere das Licht und packe das in die Box wieder, in der es gekommen ist. Und dann auch diesen quasi die Stange oben mit der Einheit, die schraube ich auch hier unten ab und lege das einfach alles zusammen dann wieder in die Box und kann das so super verstauen. Das andere, was ihr auch mitkriegt, ist der User Guide. Ist halt einfach in Englisch, aber da steht quasi genau dasselbe nochmal, was ich euch jetzt erzählt habe. Aber da seht ihr dann auf den Bildern auch nochmal, wie das funktioniert. Ich mache euch den Link, wo ich das gekauft habe, falls ihr da Interesse dran habt, das selber auch euch anzuschaffen. Ich mache euch den Link unten rein, da wo ich es gekauft habe. Das ist allerdings ein Shop in der Schweiz. Aber der Anbieter hat eben, die haben keinen Direktvertrieb, zumindest habe ich das nicht gesehen, sondern wenn ihr auf deren Seite geht, dann könnt ihr da euer Land eingeben und dann werden euch die Anbieter, wo ihr das in eurem Land kaufen könnt, werden euch da aufgelistet. Von dem her mache ich euch auch den Link da rein. Und dann, ja, freue ich mich schon, euch das dann mit meinen Weihnachtsvideos zu zeigen, wie das dann wirklich auch angewendet werden kann und dass es eben eine extrem coole Art ist, solche Stencils dann zu haben und die immer wieder verwenden zu können. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Die Infos haben euch weitergeholfen und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! The summer night has just begun.